Einer der Punkte, denen man bei der Planung einer Modellbahnanlage oft zu wenig Beachtung schenkt, ist eine gute Zugänglichkeit aller Bereiche der Anlage, und zwar sowohl im Untergrund als auch in den ausgestalteten Arealen. Stellt man erst beim Bau der eigenen Traumanlage fest, dass man einige Stellen kaum noch erreicht oder gar während des Betriebs, dass man die defekte Weiche nicht mehr ausbauen oder den entgleisten Zug nicht mehr bergen kann, so ist es eigentlich bereits zu spät. Wobei ich mich persönlich hier absolut nicht ausnehme und leider an diesem Punkt immer wieder selbst schuldig werde. Oft plane ich zu optimistisch und muss am Ende feststellen, dass einige Stellen schlechter oder umständlicher zu erreichen sind als vorher gedacht. Denn auf der anderen Seite sind mir auch eine schöne Tiefenwirkung und weitläufige Landschaften für meine Modelleisenbahnanlage ebenso wichtig. Module mit beispielsweise 60 cm breiten Segmentkästen sind zwar unschlagbar gut zugänglich und sehr geschickt zum Bauen und Handhaben, überzeugen mich aber sogar mit einer schön gestalteten Hintergrundkulisse meist nur bedingt. Sehr häufig wirken sie auf mich wie ein kleines Stück Erde, das mit einem Spaten ausgestochen wurde und nun etwas zusammenhanglos in der Gegend herumsteht. Deshalb versuche ich für mich einen guten Kompromiss zwischen weitläufiger Landschaft mit eindrucksvoller Tiefenwirkung auf der einen und guter Zugänglichkeit auf der anderen Seite zu finden. Um bei der Planung meiner Modellbahnanlage die Erreichbarkeit überhaupt halbwegs vernünftig berücksichtigen zu können, habe ich mir zuerst einmal Gedanken gemacht, welche Flächen ich mit meiner Körpergröße von knapp 1,90 und mit Mitte 50 noch gut erreichen kann. Wobei ich ja noch vorhabe, viele Jahre an meiner Anlage zu werkeln. Deshalb wäre es natürlich wünschenswert, auch noch mit Mitte 80 alle Bereiche gut zu erreichen. Aber ob ich in 30 Jahren überhaupt noch lebe, bis dahin im Rollstuhl sitze oder welche Gebrechen ich bis dahin sonst haben werde, weiß allein Gott. Daher habe ich, wie schon erwähnt, versucht, vernünftige Annahmen zu treffen und gute Kompromisse zu finden. So kann ich mich beispielsweise problemlos über einen Tisch beugen, der eine typische Höhe von vielleicht 80 cm hat und rund 1,10 Meter weit greifen. Die sichtbare Ebene meiner Anlage ist hingegen auf ca. 1,35 Meter Höhe. Das finde ich persönlich viel angenehmer, wenn man davor steht oder sitzt und nicht aus der Vogelperspektive von oben herab auf seine Modellbahnwelt blickt, sondern die ausgestalteten Szenen und vorbeifahrende Züge etwa auf Augenhöhe hat. Wobei für meine Körpergröße 10 cm mehr ideal wären. Aber es sollen ja auch kleinere Besucher Freude an der Anlage haben und so bleiben noch 80 cm bis zur Decke für eine schön gestaltete Hintergrundkulisse und eine homogene Ausleuchtung der Szenerie. Auf dieser Höhe komme ich aber schon nicht mehr 1,10 Meter weit, sondern nur noch gut 90 cm. Sind Häuser oder sonstige Ausschmückungselemente dazwischen, sogar teilweise sehr viel weniger. Dasselbe gilt für meine unterirdischen Gleisbereiche. Wenn ich in einen Spalt zwischen zwei Gleisebenen greifen möchte, so wird es gefühlt sehr schnell sehr eng. Muss ich auch noch über davor stehende Zuggarnituren greifen, benötige ich rund 30 cm. Deshalb habe ich meine Anlage mit diesem Ebenenabstand geplant und nicht, wie man es oft in Gleisbahnbüchern sieht, mit der minimalen Durchfahrtshöhe von vielleicht einmal 7 oder 8 cm. Trotzdem kann ich ja nicht mit dem ganzen Oberkörper zwischen die Platten kriechen und meine Armlänge reduziert den erreichbaren Bereich auf 60 bis 70 cm. Mit Hängen und Würgen und reichlich Anstrengung vielleicht 80 cm, aber definitiv nicht weiter. Das Credo dieser Überlegung sieht man hier als Markierung auf dem Gleisplan der ersten Bauphase meiner Modellbahnanlage. Bis zur grünen Linie, die einen Abstand von 60 cm bis zur Anlagenvorderkante wiedergibt, sind alle Stellen problemlos erreichbar. Dahinter wird es schon schwieriger und ab 80 cm und der roten Linie fast unmöglich. Wie man sieht, fallen sogar einige Gleise und gar Weichen in diesen roten kritischen Bereich. Ideal wäre es natürlich, die Anlage komplett so schmal zu planen, dass man gar keine zu großen Eingriffstiefen generiert. Aber in Zimmerecken und bei Kehren wird es schnell schwierig oder gar unmöglich.
Möchte man nicht nur den Minimalradius verwenden, wird die Anlagentiefe bei einer 180 Grad Kehre immer über 80 cm sein. Da ich für mich selbst einen Mindestradius von 55 cm festgelegt habe, wen es interessiert, warum, darf sich gerne mein entsprechendes Video zur Planung der Anlage anschauen, sind es bei mir bei den beiden zweigleisigen Wänden mindestens 1,30 Meter Tiefe. An solchen Stellen wäre meine Empfehlung, sich unbedingt bereits im Vorfeld Gedanken zu machen, wie man mit dieser Problematik umgehen möchte. Denn glücklicherweise gibt es unterschiedliche Workarounds, Maßnahmen, um hoffentlich gut mit diesem Thema leben zu können, auch wenn sie die grundsätzliche Schwierigkeit der schlechten Erreichbarkeit nicht gänzlich eliminieren. Die meiner Meinung nach beste Lösung wäre eine von allen Seiten gut erreichbare Anlage. So kann man zum Beispiel auch hinter der Anlage einen Wartungsgang vorsehen, wobei dann natürlich weniger Fläche im Hobbyraum für die Anlage selbst zur Verfügung steht. Auch der Abschluss zur Wand hin und die Integration einer schönen Hintergrundkulisse gestalten sich dabei schwierig. Fast schon der Königsweg und eine sehr gute Lösung ist es in meinen Augen, die Anlage verfahrbar auf Rollen zu bauen. So kann sie im Bedarfsfall einfach von der Wand weggeschoben werden. Tatsächlich habe ich auch alle meine Vorgängeranlagen so gebaut. Bei meinem aktuellen Anlagenprojekt war dies leider keine Lösung, denn sie soll ja später einmal den kompletten Hobbykeller ausfüllen. Zudem wird es mit zunehmender Anlagengröße immer schwieriger, den Rahmen so steif zu bauen, dass er auch beim Verschieben sich nicht verwindet und nichts an der Anlage Schaden nehmen kann. Deshalb habe ich für mich bei diesem Projekt nach anderen Möglichkeiten gesucht. Viele große Ausstellungsanlagen werden so stabil konstruiert, dass man darauf herumklettern kann. Vielleicht nicht als Ganzes, aber das Miniaturwunderland in Hamburg hat zum Beispiel in der Landschaft quasi Trittstufen integriert, die man betreten kann und damit die Anlage von oben erreicht. Mit zunehmendem Alter wird diese Lösung aber immer unattraktiver. So kenne ich leider Modellbahnkollegen, die dabei abgestürzt sind und sich verletzt haben. Auch in Hamburg kursiert die Geschichte von einem ehemaligen Mitarbeiter, der auf die Anlagenfläche gefallen ist und einen immensen Schaden darauf angerichtet hat. Bei mir wäre auch der Platz zwischen ausgestalteter Fläche und Kellerdecke zu gering für eine solche Übung. Was man teilweise ebenfalls sieht, sind eine Art von Hebebühne oder Liegebretter, die im Wartungsfall installiert werden und mit deren Hilfe man über der Anlage liegend darauf zugreifen kann. Für mich sah das aber zu kompliziert, potenziell sehr instabil und zu sehr nach Gaxelei aus. Der Gedanke, im hohen Alter auf das Brett und wieder herunterklettern zu müssen, war für mich nicht sehr attraktiv. Mit einem kleinen Trittschemel komme ich zumindest ein klein wenig weiter an die hinteren ausgestalteten Bereiche heran, auch wenn es nur kaum 20 cm sind, die das bringt. Fehlen dann noch wenige Zentimeter, kann man natürlich zu einem Zollstock oder sonstigen Werkzeugen greifen, um eine stehen gebliebene Lokomotive anzuschubsen oder im Nahbereich kleinere Arbeiten auszuführen. Eine gute Lösung ist das jedoch selbstverständlich nicht. Was ich tatsächlich stattdessen machen möchte, ist hauptsächlich von unten an die Anlage heranzukommen und so auch die unteren Bereiche der ausgestalteten Ebene durch Ausstiegsluken und abnehmbare Elemente zu erreichen. Ehrlich gesagt nicht, weil ich von dieser Lösung so begeistert wäre, sondern mangels Alternativen und weil mir nichts Besseres eingefallen ist. So sind die unteren Querstreben des Rahmens 80 cm über dem Fußboden. Man kommt also, ohne sich allzu sehr zu verbiegen, unter die Anlage und kann gut im Sitzen darunter arbeiten. Auch ein Rollbrett wäre selbstredend eine komfortable Lösung, doch besitze ich noch keins. Innerhalb der beiden Gleiswände möchte ich etwa 1 Meter freilassen, in dem man sich drehen und bewegen kann. Dieser Bewegungsraum ist im Plan durch die 2 grünen Kreise illustriert. Damit kommt man nun zumindest gut an alle Gleise im Untergrund heran. Innerhalb des Vierteljahrs der Nebenbahn, im Plan links oben,
werde ich die Ausstiegsluke offen lassen und lieber auf etwas Nutzlänge bei den Abstellgleisen verzichten. Das sollte diese Ecke hoffentlich nachhaltig entschärfen. Doch um den ausgestalteten Bereich der Anlage an anderen Stellen zu erreichen, dort wo wirklich einmal eine schöne Landschaftsgestaltung angedacht ist, braucht es Ausstiegsluken mit aufklappbaren oder abnehmbaren Elementen. So soll das komplette Teil mit dem Dorf Veltheim und den beiden Magnorail-Strecken als ein Stück weiterhin herausnehmbar bleiben. Es ist ausreichend leicht, um von einer Person allein herausgehoben zu werden. Zudem sind alle Stromverbindungen steckbar ausgeführt. Komfortabel ist es aber definitiv nicht, aber zur Not könnte man es hoffentlich auch später noch herausnehmen. Schon auch deshalb, weil ich weiterhin gut an das Magnorail-System herankommen möchte. Denn ich habe keine Ahnung, wie wartungsintensiv dieses auf Dauer ist. Die dritte und letzte Wartungsluke für die erste Bauphase meiner Modellbahn ist die große Brauerei über der Gleiswende bei Veltheim. Auch dieses Element ist ausreichend stabil und verbindungssteif gebaut. Die Kabel sind ebenfalls alle steckbar und es sind sogar alle Häuser abnehmbar, nur aufgesteckt. Den Gleisübergang möchte ich mit Gleisverbindern, die einfach zur Seite geschoben werden können, trennbar halten. Aber selbst jetzt, wo die umgebende Landschaft noch nicht ausgestaltet ist, nehme ich gern die Hilfe einer zweiten Person in Anspruch, um das Teil wegzunehmen. Eigentlich ließ es sich auch alleine tragen, aber angenehmer ist es doch zu zweit. Vielleicht baue ich langfristig auch eine Möglichkeit ein, das Teil automatisch wenige Zentimeter nach oben zu fahren, so in der Art eines höhenverstellbaren Schreibtisches, und es dann auf die Seite zu schwenken, damit man Platz hat, aus dem Loch aufzutauchen. Aber sicher bin ich mir da noch nicht. Auch bin ich schon mal gespannt, ob es mir gelingt, die Übergänge zu den abbaren Elementen ausreichend gut zu kaschieren. Es bleibt also spannend für mich, denn ich habe es ja schon mehrfach anklingen lassen. Richtig glücklich bin ich über diese Lösungsansätze nicht. Sehe sie eher als unabdingbares und geringstes Übel, um mir meinen Traum von einer großen Modellbahnanlage mit weitläufigen Landschaften und einer tollen Tiefenwirkung erfüllen zu können. Falls ihr also weiter mitverfolgen wollt, wie es mir beim Bau meiner ganz persönlichen Modellbahn-Traumanlage ergeht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch auch die weiteren Videos meiner entsprechenden Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Ansonsten vielen Dank für euren Besuch in meinem Hobbykeller. Ciao und pfiat euch, euer Jörg alias 1:87 Enthusiast.